Willkommen zu Frequent Traveler TV und wieder einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind der Frankfurter Flughafen Terminal 2. Ja, es klingt komisch, aber sie nennen es Schaltet Terminal 2 ab. 380er von Emirates meiden Deutschland, aber nur kurze Zeit. Wir haben Lufthansa Allegris, da schauen wir uns mal an, wie der Status und die Probleme sind. Und last but not least SAS, vielleicht einer meiner neuen favorisierten Fluggesellschaften. Die haben Bonus mit 20% Rabatt. Ich erkläre euch, wo ihr den bekommt, aber das geht da um Eurobonus. Also Eurobonus, das Eurobonus, nicht nur das Bonus. Egal wie, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch zu kommentieren und aufs School zu kommen. Und unten zu kommentieren, habe ich gesagt, Glocke, Like, ach, ihr kennt das Spiel. Das erste Thema ist Frankfurt Flughafen. Es ist ja lange angekündigt, es wird das Terminal 2 abgeschaltet. Im Prinzip der Letzte macht das Licht aus. Wir hatten das ja auch schon während Corona. Jetzt ist aber so, dass das Terminal 2 komplett vom Netz genommen wird und man fängt an mit dem Umbau, aber ganz langsam. Der Umbau soll für Lufthansa erfolgen und die Flüge, die vom Terminal 2 stattfinden, stattgefunden haben, finden jetzt im Terminal 3 statt. Ich war ganz traurig, als ich noch mit Finnair aus dem Terminal 2 abfliegen musste, aber eigentlich war ich auch ganz froh, da konnte man nämlich so ein bisschen Abschied nehmen, zumindest von dem alten Terminal, weil da war ich sehr, sehr oft, bin oft gelandet, oft angekommen, weil ich mit Emirates dort angekommen bin, mit Etihad, mit Finnair und mit anderen. Also insofern, das Terminal 2 wird jetzt renoviert und dieser langfristige Umbau zu einem reinen Lufthansa-Starlines-Komplex. Das Terminal 2 ist also quasi jetzt seit Juni außer Betrieb in 2026. 57 Airlines vollständig ins Terminal 3 umgezogen, so viel zur Statistik. Die Investitionen sollen 1,5 Milliarden Euro sein, die man in das Terminal steckt. Wiedereröffnung ist allerdings erst 34, 35 geplant, also doch relativ lange, 8 bis 9 Jahre. Integration des T1 und des T2s, also das wird quasi eins. Exklusiv soll es dann sein für die Lufthansa und die Star Alliance. Die T3-Kapazität ist ja 20 Millionen, das sind 8 Millionen mehr als das alte T2 hatte. Und für die Lufthansa-Hub-Strategie macht das Ganze natürlich Sinn, weil man in Frankfurt natürlich trotzdem bleiben möchte. Die Infrastruktur ist für uns als Passagiere im D3 natürlich sensationell, ist gut, ist alles neu, das riecht frisch, schöne Lounge und so weiter. Frankfurt wird also damit noch stärker von Lufthansa dominiert, zumindest die Seite, wo die Terminal 1 und Terminal 2 sind. Und die Frage ist natürlich, die man stellen kann, ob Lufthansa damit die Abhängigkeit des Flughafens erhöht oder nicht. Man sieht ja auch, dass da ab und zu mal so ein bisschen Spiele getrieben werden gegen München und so weiter, ausgespielt wird und macht München vielleicht doch dann am Ende mehr Sinn für Wachstum am Ende, weil München einfach der schickere Flughafen ist. Ich bin gerade in München losgeflogen und ja, war das alte Terminal 1, wo ich losgeflogen bin, war jetzt, ja, war gut, also okay, also was willst du sagen, ist halt ein Flughafen, der neuer ist. Ja, die Frage ist natürlich auch, als Fazit, was man dazu sagen kann, natürlich ist Lufthansa da jetzt ganz klar am Aufbauen, sich da weiter als Kernkunde zu positionieren und weiter auszubauen, die Position zu stärken. Und die Frage ist, ob das eine langfristige Strategie ist, die dann auch länger trägt. Bin ich mal gespannt, was Lufthansa macht oder ob sie halt München nimmt. Ihr könnt ja beantworten, wird Frankfurt ohne echte Airline-Vielfalt langfristig an Attraktivität verlieren? Zumindest auf der Seite bei Lufthansa, dass man sich da zu stark abhängig macht. Ja, Emirates streicht die A380er auf Deutschland-Strecken. Es werden keine 380er mehr auf den Deutschlandrouten eingesetzt. Stattdessen kommen dann die 777 und erstmals auch der A350 zum Zug. Ein deutliches Signal, weil man dort ein Nachfrageproblem hat, logisch. Und Frankfurt, München, Düsseldorf 380 gestrichen und das wird halt durch den 777 380er 350er, so ist es richtig, ersetzt. Ja, auch die Frequenzen werden reduziert, zum Beispiel München 32 von 117 380er sind aktuell geparkt. Die Gründe sind natürlich nicht nur die Sommerhitze in Dubai, das ist ganz klar so, sondern man hat ja auch die politischen Spannungen am Golf. Man weiß nicht wirklich, was passiert.
Der lustige Donald sagt dies, der lustige Netanyahu sagt das und die beiden haben sich auch nicht ganz lieb und Iran, also ist halt ein richtiges Thema. Und die Frage ist natürlich, wie der 380er außerhalb der Peakzeiten dann voll gemacht werden soll. Oder wird halt der 350 der neue Standard und dass der 380er schneller stirbt, als wir dachten, weil Dubai auch an Attraktivität durch die Situation verloren hat in den Augen von vielen. Ja, der 380er ist anscheinend kein starkes oder ganzjähriges Produkt mehr, leider. Und die Flexibilität schlägt anscheinend hier Prestige, weil man am Golf doch immer eher darauf beachtet ist, dass man der Größte auf dem Schulhof ist. Ja, ist der 380er nur noch ein saisonales Flugzeug? Könnt ihr ja gerne beantworten. Jetzt gehen wir zum Lieblingsthema Lufthansa Allegris. Lufthansa baut das Allegris-Produkt weiter aus, aber kommt langsam voran. Besonders Frankfurt holt auf, während der Retrofit und Komplexität weiterhin bremsen. 10 Airbus 350 mit Allegris, 13 Boeing 787 in Frankfurt, weiterer Ausbau geplant. Wir wissen auch nicht, was mit der 787, die auf die Schnauze geflogen ist, weiter passiert. Die Papa Quebec, der Retrofit der Bestandsflotte ist noch ohne klaren Zeitplan. Man hat halt 12 Sitztypen, man hat glaube ich 3 oder 4 Hersteller, 5 Hersteller, oder? 6 Hersteller? Ich weiß, man kommt durcheinander, was da alles los ist und hat halt hohe Komplexität. Und die Frage ist halt wirklich, ob Allegris zu kompliziert ist für den Markt. Und je nach Flugzeug ist es auch ein inkonsistentes Erlebnis und damit schwer planbar. Und auch der Meilenwert schwankt ja je nach Flug, der Preis auch je nach Flug. Fazit ist halt, dass es schon ein stärkeres Produkt ist als das, was man vorher hat, wenn man es in Relation setzt. Und ohne die operative Umsetzung problematisch, aber ohne Retrofit ist es halt Stückwerk und muss man halt durch. Ja, ist Allegris ein Gamechanger oder ein Managementfehler? SAS, die haben eine Eurobonus 20% Rabattaktion auf Prämienflüge innerhalb Skandinaviens. Also Skandinavien ist Dänemark, Schweden, Norwegen, nur damit ihr es wisst. Und die Aktion ist stark limitiert, nur für kurze Buchungszeit verfügbar. Heißt also, gültig ist der ganze Rabatt bis zum 30. September, startet am 9. Juni, das ist ja heute. Buchung bis zum 14. Juni muss das passieren. Also nochmal Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, kein Skandinavien, nur damit ihr es wisst. Ja, kurzfristige Nachfragestimulierung. Damit ist es natürlich auch so, dass die Meilenprogramme hier wieder gucken, dass man dort die Fluggesellschaften voll bekommt. Die Frage, die ich hier zu euch stelle, ist natürlich, solche Aktionen, sind das echte Deals oder nur Meileninflation oder was will man damit erreichen? Also leere Flugzeuge füllen. Das Gesamtfazit der Sendung kann auch nur so ausfallen, dass wir halt feststellen, dass die Lufthansa-Dominanz in Frankfurt massiv ausbaut. Der 380 verliert stark an Bedeutung, wenn man nicht mehr die Hub-Funktion hat, wie Dubai hat. Premium-Produkte werden immer komplexer statt einfacher, siehe Allegris. Oder vielleicht ist das nur ein Lufthansa-Problem. Vielfältige Programme werden aktiver gesteuert. Durch die ganzen Promotions, die man hat, sind auch eigentlich nur zur Monetarisierung gedacht, um nochmal Cash zu haben. Und Airlines setzen stärker auf Flexibilität als auf Größe. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch euren Kommentar dazulassen und auf School zu kommen. Und ihr könnt ja die Frage des Tages beantworten, ist Allegris zu stark, zu kompliziert gedacht, beziehungsweise ist Allegris ein Managementfehler oder ein Gamechanger? In dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, euch zur nächsten Sendung wieder zu sehen. Also, bis dann. Ciao.